Meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich diese Eierlikör mit euch zusammenbacken. Und ja, das ist eine Torte, die kann man natürlich zu jeder Gelegenheit machen, nicht nur jetzt zu Ostern, Eierlikörtorte, sondern auch Geburtstagen, ja, Weihnachten, keine Ahnung, Muttertag. Ja, also zu allen festlichen Anlässen könnt ihr diese super tolle Torte backen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in diesem kleinen Film. Die Böden habe ich schon durchgeschnitten, und zwar habe ich hier 3 Böden. Und jetzt als nächstes geben wir die Gelatine, und da brauchen wir 6 Blatt für, ins kalte Wasser rein, tauchen das ein und lassen das jetzt erstmal so ein bisschen aufquellen. Das dauert immer so, ja, so 5, 6, 8 Minuten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine Gelatine nehmen wollt, das Agar-Agar nehmen. Da müsst ihr dann allerdings 3,5 Gramm in 100 Gramm Wasser kochen, und danach müsst das abkühlen und könnt dann die Sahne oder je nachdem, was ihr für eine Creme habt, einmal löffelweise in diese Agar-Agar-Flüssigkeit geben, einrühren und dann das Ganze hinterher in der Sahne oder Quarkmasse, was ihr auch habt, zufügen, umrühren. Und ja, das ist, wenn ihr Agar-Agar nehmt. Wir brauchen für dieses Rezept erstmal 500 Gramm Sahne geschlagen. Ich habe hier jetzt 200 Gramm Eierlikör reingegeben. Und dann brauchen wir jetzt noch 2 Esslöffel Zucker. Mischen wir jetzt hier vorsichtig unter die Eierlikörmasse. Und 100 Gramm Sahne werde ich jetzt etwas erhitzen, aber nicht jetzt, dass es kocht, sondern nur etwas erhitzen. Da lösen wir dann die Gelatine drin auf. Wir drücken die Gelatine ein bisschen aus und geben die jetzt zu der Sahne hinzu und rühren das Ganze um, somit dass sich wirklich alles auflöst. Vornherein eine größere Schüssel nehmen sollen. So, das gebe ich jetzt hier rein. Wir nehmen jetzt einmal 2 solche Löffel von der Sahne und mischen das Ganze. Nachdem sich das jetzt aufgelöst hat, können wir das in die Sahne reingeben, vorsichtig unterheben. So, die Hälfte der Sahne geben wir jetzt einmal hier auf den Boden. Und verteilen das natürlich ein bisschen. Geben den ersten Boden hier rein, drücken den ein bisschen an und verteilen den Rest der Sahne auf den Boden. Geben jetzt den letzten Boden drauf und stellen das jetzt wirklich kühl, so ungefähr 2, 3 Stunden, und dann können wir mit dem Dekorieren weitermachen. Die Torte war jetzt, ich glaube, so um die 4 Stunden im Kühlschrank, und die ist auch gut fest geworden. Was wir jetzt noch brauchen, sind 2 Blatt Gelatine nochmal in kaltem Wasser reingeben und nochmal stehen lassen. Wir brauchen ca. 450 bis 500 Gramm Sahne geschlagen für unsere Deko. Und zwar gebt ihr ein paar Löffel oben auf der Torte drauf und verteilt das Ganze, und natürlich auch auf den Seiten schön dick mit Sahne bestreichen. Wir brauchen 150 Gramm Eierlikör. Gelatine ausdrücken und in der Mikrowelle auflösen, mit 150 Milliliter Eierlikör verrühren, den Guss auf die Torte verteilen. Es soll wirklich oben alles bedeckt sein mit Eierlikör, und ihr könnt es ruhig an den Rändern runterlaufen lassen.
Die Torte muss jetzt noch mal für 30 Minuten in den Kühlschrank kalt gestellt werden. In eine Spritztülle habe ich die Sahne reingegeben und mache jetzt kleine Röschen auf die Torte drauf. Ich habe hier geröstete Mandeln, die wir hier an den Seiten verteilen. Ja, rundherum und auch oben auf diese kleinen Röschen kann man die auch noch mal drauf machen, also dieses Krokant. In der Mitte tupfer ich dann noch mal so ganz, ganz kleine Röschen und wie gesagt, gebe ich da noch mal überall Krokant drauf. Hab da so kleine Schokoladenschmetterlinge, nein, das sind Schokoladenkleeblättchen, die ich drauf verteile und bunte Schmetterlinge, die ich auf die Röschen gegeben habe. Jetzt nur noch das Papier abziehen und dann ist die Eierlikörtorte fertig. Ja, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Ich habe wirklich mit dem Schneideprogramm von Magic Deluxe richtig viel Theater gehabt diesmal. Der Ton, der ist einfach nicht immer da gewesen, deswegen musste ich das jetzt alles improvisieren, etwas anders machen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und euch gefällt das Rezept. Wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr bleibt dran.